So Leute, wir sind 4 Days out. Wir sind nicht bei McDonald's, sondern bei McShape. Heute nochmal ein kleines Training mit Coach hier. Push-Training, Entladetraining. Das heißt, ein paar Reps in Reserve lassen. Und dann mal gucken, was er zu der Form später sagt. Machen wir noch einen kleinen Live-Form-Check, ein bisschen Posing. Erzähl, warum Entladetraining, warum Reps in Reserve? Genau, wir machen jetzt die letzten Tage, wie gesagt, nicht auf 100%, einfach um die Muskeln nicht so überstrapazieren und einfach, dass die Muskeln am Ende richtig geladen werden können, dass die Muskeln nicht verletzt werden können und ja, genau, dass die Form dann halt einfach am Ende stimmt. Gucken, dass wir so 2-3 Wiederholungen im Tank lassen. Eigentlich schon genau richtig, wie der Jan gesagt hat. Ein beschädigter Muskel, also wenn eure Muskelstruktur zerstört ist, dann speichert ihr weniger Glykogen ein. Und Jan ist eigentlich immer voll, aber trotzdem wollen wir Jan ja so prall wie möglich auf die Bühne stellen. Das heißt, wir machen in der letzten Woche nicht so das klassische Entladetraining, wie das vielleicht viele kennen, so mit High Reps, weil man da dann halt eben Gefahr läuft, dass man eben einen Muskelkater kriegt, den man nicht will. Zum einen speichert man beim Muskelkater etwas mehr Wasser subkutan unter der Haut und zum anderen eben ist die Muskulatur beschädigt und die Muskulatur wird dann nicht so voll. Deswegen machen wir heute diese sogenannten Reps in Reserve. Also wir lassen einfach 2-3 Wiederholungen im Tank, 2-3 Wiederholungen bevor Muskelversagen erreicht ist, wird abgebrochen. Und wir halten uns trotzdem aber so ungefähr grob an den Trainingsplan, der besteht. Einfach damit wir auch mit dem Volumen nicht so rumholzen und wir wollen den Körper eigentlich nur erholen und die Kohlenhydrate bzw. die Nährstoffe nochmal dahin pumpen, wo sie hingehören, nämlich in die Muskulatur, dass wir jetzt einfach nicht so flach werden, wenn wir gar nicht trainieren würden in der Zeit. Was sich komisch anfühlt, wenn man immer in der Offseason Vollgas gibt und in der Diät bei mir auch noch, diesmal ist sowieso Power da und dann auf einmal zu sagen, jo hier, jetzt musst du aber aufhören, so, obwohl du eigentlich noch könntest, das ist erstmal ein komisches Gefühl. Wie mit Cardio, oder? Ganze Zeit Cardio machen und ich finde in der letzten Woche Cardio rauslassen, man steht morgens auf und man weiß dann gar nicht, was macht man eigentlich. Genau, man denkt sich so, was ist hier, Schritte musst du auch noch reduzieren. Genau, so. Cardio-Schritte werden nämlich auch reduziert, da geht es auch darum, den Körper, sag ich mal, den Stress zu nehmen, damit das Cortisol runterfährt. Cardio nehmen wir auch raus, damit die Beine ein bisschen entlastet werden, damit wir da auch die Querstreifen dann richtig sehen. Deswegen wird auch keine Beine mehr trainiert. Das letzte Beintraining hast du am Freitag oder Samstag gemacht, ne? Freitag, genau. Gestern hatte ich das letzte Mal Cardio. Genau, also so 8 Tage vor dem Wettkampf das letzte Mal Beine. Und das Cardio kommt immer so ein bisschen auf die Form drauf an, aber der Jan ist halt schon gut in Form, deswegen müssen wir da jetzt mit dem Cardio nicht mehr noch irgendwie 2-3 Tage vorher. Das hoffe ich auch, wir gucken uns das gleich erstmal an, schneiden wir zum Schluss wieder raus, weil er nicht gut in Form ist einfach. Aber auf jeden Fall haben wir ab Montag auch das Cardio gestrichen. Ja, und jetzt legen wir mal los mit ein bisschen Training. Okay, auf geht's. Geil, Mann. Wir haben uns jetzt quasi hier diese D-Handles noch zusätzlich genommen, um ein bisschen mehr Range of Motion zu haben. Man sieht das gleich ganz gut beim Jan. Wenn er jetzt vorne in der Kontraktion ist, kann er noch seine Arme so ein bisschen nach vorne schieben und kommt dann halt noch tiefer hier in die letzten Fasern der Brustmuskeln. Und er denkt natürlich schön daran, 2 Reps in Reserve zu lassen. Was? Wie viele Sätze machen wir noch? Ich würde sagen, wir machen 2 Arbeitssätze nur. Also das war der erste. Ich werde jetzt echt nur noch ein bisschen Nährstoffe reinpumpen. Willst du noch pumpen? Zeig mal deinen Schädel her, andere Seite. Ich flex die Ader. Genau, ist auch gut mit der Spitzenkontraktion vorne. Wir wollen jetzt zwar keine normalen Muskelreize mehr setzen, aber von der Reihenfolge her, die verkürzte Überladen mit der ersten Übung, eignet sich halt auch perfekt der Butterfly. Was für ein Muschisatz. Das ist irgendwie so, als ob man Physio macht, wenn man so trainiert. Aber so ist das ein Training. Das ist halt so. Dass du die Ellbogen unter die... Ja, genau. Und ich finde die brutal. Du kommst ja so heftig hier in diese oberen Fasern rein. Also ganz viele schreiben mir, die mögen überhaupt nicht. Aber ich glaube, die haben einfach den Sitz nicht hier eingestellt, Mann. Ja. So ist die heftig. Und du kriegst halt die Arme auch genau oben so eng zusammen. Ich habe hier so eine harte Kontraktion auf meiner Brust. Ich glaube, ich muss hier hinziehen und hier trainieren. Ja, ne? Also super High Incline, ganz, ganz selten, sieht man nicht oft, aber wenn man die hat, sitzt ein bisschen tiefer einstellen und schauen, dass ihr die Ellbogen halt unter die Stange bekommt. Sollte man generell immer bei Pressen schauen, dass man keine Rotationsbewegung hat, also den Ellbogen immer unter die Stange bringen beim Drücken. Also Leute, die Übung ist geil.
Wie schon gesagt, ich muss mal zwei, drei Geräte kaufen, noch für unser Gym, die einfach da reinstellen. Dann sind das so meine Geräte. Schreibst den Namen drauf, dass keiner dran Genau. darf. Ich habe mir gefragt, wir können oben Formcheck machen in dem. Entweder schließt das unten auf oder es ist noch offen oben. Ja. Schön. Das hat auch eine richtig krasse Range of Motion bei dem Gerät, ne? Es geht voll weit runter noch. Ja. Ja. Einen darfst du noch. Boah. So, jetzt machen wir hier Schleichwerbung. Eine Handschlaufe. Level Equipment. Ja, das müssen wir jetzt nicht erzählen. Dom 10. Übrigens, das ist der Vorteil, wenn man 4 Days out ist. Der Coach schleppt die ganze Baut alles Gewichte. auf, ne? Der baut alles auf. Ja, aber es ist echt nur One Day out hier. One Week out. Ja. So, wir machen jetzt ein Seitheben mit der Schlaufe. Die Schlaufe hat den riesengroßen Vorteil, dass wir uns wieder ein Gelenk sparen und umso weniger Gelenke wir in einer Bewegung haben, umso stabiler ist das Setup. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, probiert es mal aus. Muss jetzt nicht unbedingt eine extra Handschlaufe sein. Es gehen auch diese, hier, die Mädels, die Cuffs, die man für Kickbacks macht. Der Kameramann ist verwirrt. Warum redet der Mensch mit mir? Mit jemandem. Die könnt ihr auch nehmen. Jan, macht's mal vor. Wieso das ist noch nicht gemacht? Aber Genau, einmal durch mit der Hand. ja, Einfach mal krass. vom Gewicht. Was soll man da? Ein tiefer Stecken passt. Achso. Jetzt guckst, ja genau, versuch mal hier oben mal noch zu treffen hier. Ja. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt hier mit dem Ellbogen quasi leicht vor dem Körper hochfahren, weil ansonsten kommen wir halt ganz schnell immer in den Nacken. Das ist immer eins so der häufigsten Fehler beim Seitheben eigentlich. Und bei dem Setup überladen wir jetzt halt komplett die seitliche Schulterende verkürzen. Heißt, merkst du auch extrem, hier oben ist es am schwersten, hier unten ist es ziemlich leicht. Die Griffe sind geil. Man hat auch leichter drin, den Ellbogen irgendwie so ein bisschen unten zu lassen und trifft dann die Schulter besser. Wenn ich was in der Hand habe, will ich immer meine Hand nach oben heben. Genau. Ja, und wie gesagt, beim Ellbogen immer schauen, dass der nicht auf dieser Höhe gehoben wird, sondern echt leicht vor dem Körper, weil die seitliche Schulter, der Faserverlauf, ist auch genau hier vor dem Körper. Ich finde die Ausführung vom Feeling her sogar noch mal schöner. Weil die Kraftkurve jetzt so an deinem Profil angepasst ist von der seitlichen Schulter. Yes. Merkst du, dass der oben jetzt wieder leichter wird, ne? Und jetzt die andere Seite. Genau, das steckst du einfach einmal um. Ja. Passt. Warte. Hier Coaching-App, da könnt ihr immer euer Trinken hier tracken. Könnt ihr mal eingeben, wie viel ihr schon getrunken habt. Da steht jetzt 3, ich muss aber 7 Liter trinken heute. Ja, dann halt dich ran, hol dir mal lieber ein bisschen trinken. 3,5 habe ich. Ja. Okay. Ja, passt, ne? Ja, mach mal einen Satz hier, du alter Poser. Geil. So. Das ist mein Gesicht, ne? Ja. Also ich kann die nicht trainieren, weil die zu leicht ist. Eigentlich. Ja, das ist genau das Richtige jetzt gerade. Ja, jetzt passt es so für uns.
sogar schön leer aus. Zwei Sätze? Ich freue mich gleich auf den Formcheck. Haut ist auch dünn. Gut. Ja. Okay. Das motiviert einen mehr als ein richtig heftiger Booster. Oh, aber die Fülle fehlt einfach, ey. Die Power fehlt. Ich hab's nur mal gesagt, also hier kommt auf jeden Fall niemand an Schulter am Anfang. Ja. 100%. Und das das ist leer jetzt, ne? Da ist nichts drin. Du bist auf Prep oder wie? Ja, ich lade ja erst ab Donnerstag. Also jetzt bin ich komplett leer. Sieht ein Gott auf, sag ich dir ehrlich. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn ich voll bin. Bin richtig böse. Nee, wenn man da Kohlenhydrate reinkommt, sieht das nochmal anders aus. Ich würde noch eine Übung Brust machen und dann Trizeps. Ja. Und dann was? Auf jeden Fall. Was ist das? Junge, du beweglich bist, du bist da allein reingekommen. Du bist auf jeden Fall schon zu dünn, wir müssen bald wieder mehr essen. Ja, ich glaube auch. Ich komme da gar nicht rein in das Gerät immer. Ja, Mann. Du musst mal oben drauf auf seine Brust. Du oben drauf auf Film. Noch wieder hier, schon mal durch. Flach, aber von der Form nicht so passen. Ja. 1, 2 Trizeps. Ja, machen wir die als erstes. Guck, dass du, wenn du so in die Kontraktion gehst, den Arm leicht hinter den Körper schiebst, dann haben wir den langen Kopf im Fokus. Und dann machen wir noch einen für die seitlichen und dann sind wir durch. Ja, oh ja. Schwerer gemacht? Nehmen wir mal als erstes hier diesen. Schön. Vierteldrehung. Oh, das ist hart. Genau, Druck auf den Serratus. Ja. Boah. Wenn wir da jetzt noch einen guten Peak treffen, wir haben ja wirklich nicht nur Außenstreifen, sondern die Streifen gehen bis zur Arschmitte rein. Schön. Vierteldrehung. Ja, Mann. So, perfekt. Vierteldrehung zur Front. Und Doppelbizeps. Rotbein. Seitliche Brust. Oh, ich ist doof mit diesem Weich hier so. Seitliche Brust ist eines deiner stärksten Posen. Gib mal ein bisschen Druck auf die hintere Brust. Ja. Ja, jetzt hast du das streifig. Rücken, Doppelbizeps.
Glut kriegst du auch schön angespannt in der seitlichen Brust, das ist gut. Ja, Mann. 100%. Das ist es? Ja, So bleiben? ja. So bist du oben auch perfekt. Jetzt habe ich wieder keine Stories gemacht. Guck auf den Arsch. Ja, da ist er. Mhm. Die sind alle schön. Yes. Geil. Eigentlich sollte man schon 2-3 Shows planen in einer Profisaison. Einfach auch, um sich so ein bisschen zu zeigen und sein Standing so ein bisschen zu holen. Und so FIBO finde ich den Look jetzt perfekt, weil das ist der Look, mit dem wir Profi geworden sind. Wir waren auch, als wir Profi waren, schön voll und rund. Ne, bei dir ist es gar nicht das, du musst nicht abgezogen kommen, weil du musst nicht mit Härte, also natürlich musst du mit Härte überzeugen, aber du musst nicht mit dieser grainy Härte überzeugen, weil du hast einen ganz, ganz besonderen Look, du hast ganz, ganz volle Muskelansätze, sind auf jeden Fall richtig schön rund, Form ist super, passt voll. Auch noch ein bisschen mehr Ballaststoff. Hat das nicht sehr viel Carbs? Die schraubt sich ja gerade die Schokoreißer von rein. Das war deiner Frau, glaube ich, egal. Ich meine nicht so generell. Ja, egal. Leute, Ich zauber mal ein bisschen. Ja. wir sind durch. Ich glaube, Form sitzt soweit, ne? Nein, Wie ist denn das jetzt hier mit seinem Bauch? Bauch, ja, war super. Soll ich Sorgen machen? Nein. Kleinen Bierbauch ist okay, das macht man ja attraktiv. Kleine Den lassen wir. Bierbauch, genau. Ja, Nee, Form ist super gut. Oben gerade immer schon mal einmal angerissen. Ich würde sagen, ich sag mal, von dem Look her ist Jan halt einfach ziemlich besonders. Der hat eine extrem runde, plastische Muskulatur. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr das kennt. Man sagt ja so, es gibt Leute, die sehen grainy raus. Grainy, das würde ich so als einen körnigen Look beschreiben. nicht Granny, sondern Grainy. Ja, genau, Granny gibt's auch. Und einen Phil Heath als Beispiel jetzt. Grainy würde ich jetzt in einen Dorian Yates ist Grainy und einen Phil Heath ist, wie soll man den schreiben, plastisch. Und Jan hat halt einfach als Classic-Athlet diesen plastischen Look und das ist halt unsere Stärke. Wir machen 2 Tage Carb ab, schauen dann einfach, dass man mit den Kohlenhydraten das Wasser, was jetzt noch im Körper vorhanden ist, in die Muskulatur reindrückt. Dann wird ein Tag wird das Trinken etwas reduziert. Wir machen das nicht mehr so wie früher, dass man einen Trinkstopp macht, einfach weil die Kohlenhydrate auch Wasser brauchen, um in die Muskulatur zu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Peak perfekt aussehen wird. Ja, man kann es immer so schwer einschätzen bei den Profis, ne? Aber ich sag mal, wir fahren dahin, um auf jeden Fall uns irgendwo in den Top 5, wenn nicht sogar in den Top 3 zu platzieren. Ja, Und das wäre geisteskranker Einstand bei den Profis. Das wäre schon schön, ja. Top 5 Platzierung auf dem ersten Profi-Wettkampf ist schon. Und wer weiß, als wir Profi geworden sind auf der Dennis James, Ich sind wir wollte es auch gerade sagen, dass nicht auch niemand unbedingt mit damit gerechnet. hingefahren, dass wir da jetzt die Profikarte mitholen, Alter. Ja, Vielleicht- das war eher so aus Versehen. Vielleicht gibt es eine Olympia-Quali diesmal einfach. Schauen wir mal. Jetzt gibt es erstmal ein schönes Post-Workout-Meal hier. Ein bisschen Essen und dann sehen wir uns auf der FIBO, würde ich sagen. So sieht's aus. Haut rein. Perfekt.